Haben Sie sich jemals gefragt, ob es in der Geschichte Persönlichkeiten gab, deren Leben so erfüllt von Wundern und göttlichen Eingriffen waren, dass ihre Geschichten selbst heute noch, Jahrhunderte später, unsere Welt faszinieren und inspirieren? Eine solche Gestalt, um die sich Mythen und Legenden ranken, ist König Salomon, ein Auserwählter Gottes, ein Prophet, dessen Existenz die Grenzen zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen verwischte. König Salomon war kein gewöhnlicher Herrscher. Seine Weisheit und Macht waren unübertroffen, seine Fähigkeiten unvorstellbar für den einfachen Geist. Er konnte mit den Tieren kommunizieren, eine Gabe, die allein schon genug Stoff für Legenden bieten würde. Doch Salomon ging noch weiter. Er beherrschte die Winde, kommandierte Dschinn und konnte durch seine göttliche Weisung das Unmögliche möglich machen. Sein Reichtum und seine Schätze waren derart legendär, dass selbst heute noch unzählige Schatzjäger nach den versteckten Reichtümern suchen, die einst seinem gigantischen Königreich angehört haben sollen. Aber wie kam es dazu? Wie konnte ein Mensch solche außergewöhnlichen Fähigkeiten besitzen und damit eine ganze Welt prägen, die ihn bis heute als den Inbegriff der göttlichen Weisheit und Macht verehrt? Die Geschichten, die sich um König Salomon ranken, sind nicht bloß Erzählungen aus einer längst vergangenen Zeit, sondern vielmehr eine Quelle der Inspiration, die uns zeigt, was wahrhaft möglich ist, wenn der Mensch mit dem Göttlichen harmoniert. In diesem Video von Mythenforscher wollen wir diese faszinierende Figur näher beleuchten. Wir tauchen ein in die Welt von König Salomon, einem Propheten und König, dessen Leben und Wirken die Kraft hatte, die Naturgesetze zu beugen. Seine Geschichte ist eine Ode an das Erhabene, eine Reise durch eine Zeit, in der Wunder Teil des Alltags waren und ein Mensch die Brücke zwischen Himmel und Erde schlagen konnte. Seid gespannt auf eine packende Erzählung, die euch in eine Zeit entführt, in der das Unmögliche Wirklichkeit wurde. Bleibt dran hier bei uns und entdeckt die unglaubliche Geschichte von König Salomon, einem der faszinierendsten Charaktere der menschlichen Geschichte. Wie wurde aus einem jungen Prinzen eine Legende, deren Echo bis in unsere Zeit hallt? Die Geschichte von König Salomon, in den Schriften auch als der Sohn Davids bekannt, beginnt nicht mit seiner Krönung, sondern mit dem geistigen und moralischen Erbe, das ihm sein Vater hinterließ. Ein Erbe, das auf dem unerschütterlichen Glauben und tiefen Verständnis für die göttlichen Gesetze basierte. König Salomon trat sein Amt nicht nur als Herrscher über ein physisches Reich an, er erbte eine geistige Führungsrolle, die mit außerordentlichen Fähigkeiten und einer Verantwortung einherging, die seinesgleichen sucht. Er war von Anfang an dazu bestimmt, nicht nur über Menschen zu herrschen, sondern über jedes Geschöpf, über Winde und sogar über die verborgenen Reiche der Dschinn. König Salomons Leben war ein stetes Wirken von Wundern. Es ist erzählt, wie er die Sprache der Tiere verstehen konnte, eine Fähigkeit, die uns heute noch zum Staunen bringt. Dieser göttlich inspirierte Dialog zwischen Mensch und Tier symbolisiert eine Harmonie mit der Natur, die in der modernen Welt oft verloren gegangen ist. Aber König Salomon waren nicht nur die Gespräche mit den Gefiederten und den Vierbeinern möglich. Er gebot über die Dschinn, jene mystischen Wesen, die in der vorislamischen Mythologie und dann im Koran ihren Platz fanden. Diese Kontrolle über die Dschinn ist nicht nur als Machtdemonstration zu verstehen, sondern vielmehr als Zeichen göttlicher Auserwählung und der Weisheit, mit dieser Macht zum Wohle des Glaubens und der Schöpfung zu wirken. Die Quellen berichten, wie Salomon die Winde beherrschte und sie auf seinen Wunsch hin reisen ließ. Ein Wunder, das im Koran in der Sure 34,12 erwähnt wird. Und den Wind unterwarfen wir seinem Befehl, sanft wehend, wohin er wollte. Diese Passage unterstreicht die unglaubliche Führung und Kontrolle, die König Salomon in seiner göttlich inspirierten Herrschaft ausübte. Als Sohn Davids und Nachfolger eines großen Königs stand König Salomon von Beginn an im Rampenlicht göttlichen Wohlwollens. Doch es war seine Demut, seine Weisheit und sein unbeirrbarer Glaube, die ihn zu einer der faszinierendsten und inspirierendsten Figuren in den Heiligen Schriften machten. Die Anfänge seiner Herrschaft waren geprägt von Wundern und Zeichen göttlicher Macht, die ihn als einen wahren Auserwählten Gottes, einen Propheten und König bestätigten, dessen Leben uns lehrt, was möglich ist, wenn der Mensch in vollkommener Harmonie mit dem Göttlichen steht. Inmitten aller Wunder und übernatürlichen Ereignisse, die das Leben von König Salomon umgaben, gibt es doch ein besonderes Werk,
das durch seine bloße physische Präsenz das Wirken des Göttlichen auf Erden vermittelt. Die Meschid-i Aqsa. Dieser Tempel steht nicht nur als monumentales Bauwerk, sondern als ein Wunder der Architektur und ein Zeichen der göttlichen Pracht und Weisheit. Erzählungen zufolge trugen die Dschinn unter der Anleitung von König Salomon zum Bau dieses außergewöhnlichen Tempels bei. Ihre übermenschlichen Kräfte und Fähigkeiten wurden genutzt, um ein Bauwerk zu errichten, das in seiner Schönheit und Vollkommenheit bis heute bewundert wird. Der Tempel dient nicht nur als ein Haus der Anbetung, sondern auch als ein zeitloses Zeugnis für die harmonische Verbindung zwischen dem menschlichen, dem göttlichen und den mystischen Welten. Wie jeder, der mit großer Macht ausgestattet ist, musste auch König Salomon zahlreiche Prüfungen und Versuchungen bestehen. Seine Geschichte ist nicht nur eine von unermesslichem Ruhm und göttlicher Gunst, sondern auch eine der Demut und der standhaften Treue zu den Prinzipien seines Glaubens. Sein Kampf gegen Magie und die mannigfaltigen Versuchungen, die seinen Weg kreuzten, zeugen von Salomons tiefem Verständnis und seiner Erleuchtung. Es war diese innere Stärke und Weisheit, die es ihm ermöglichten, über jede Form der Täuschung und der Falschheit zu triumphieren. Die Belehrungen über die Wahrheit, die durch sein Leben und Wirken vermittelt werden, dienen als Leitfaden für alle Gläubigen, um in Momenten der Unsicherheit den rechten Weg zu finden. Diese Abschnitte unseres Videos zeichnen nicht nur das Bild eines Königs, sondern eines Propheten, dessen Leben von göttlichen Prüfungen und Wundern durchzogen war. Sie laden uns ein, die Tiefen seiner Weisheit zu erkunden und die stille Pracht seiner Errungenschaften zu bewundern. In der weiten und vielschichtigen Geschichte, die das Leben und Wirken von König Salomon umgibt, gibt es eine Begegnung, die in ihrer Bedeutung und ihrem Einfluss besonders hervorsticht. Die Begegnung mit Königin Belkis. Ihre Geschichte ist nicht nur eine Erzählung über Diplomatie und göttliche Fügung, sondern auch ein leuchtendes Beispiel der Transformation durch Glauben und Erkenntnis. Königin Belkis regierte das Land Saba, eine mächtige und wohlhabende Nation, deren Menschen die Sonne anbeteten. Ihre Welt und die von König Salomon hätten unterschiedlicher nicht sein können, doch das Schicksal hatte geplant, dass ihre Wege sich kreuzen würden. Die Geschichte beginnt mit einem kleinen, aber bedeutungsvollen Ereignis. Ein Hudhud, ein Vogel, der zu Salomons Dienern gehörte, brachte Nachricht von einem fernen Land, in dem die Sonne angebetet wurde, statt des einzigen wahren Gottes. Erstaunt und besorgt über diese Kunde, entschloss Salomon sich zu handeln. Er schrieb einen Brief, den der Hudhud zu Belkis bringen sollte, indem er sie und ihr Volk einlud, den wahren Glauben anzunehmen und den Götzendienst hinter sich zu lassen. Als Königin Belkis diesen rätselhaften Brief erhielt, entschied sie, König Salomon zu besuchen, um mehr über diesen Mann zu erfahren, der solch eine Botschaft sendete. Ihre Ankunft in Salomons Hof war ein Ereignis von epischer Bedeutung. Bevor sie eintraf, hatte Salomon jedoch ihr Thron zu sich holen lassen, durch die Fähigkeiten, die ihm gegeben wurden. Ein Akt, der Belkis tief bewegte und ihre Neugier noch weiter entfachte. Als sie den Hof Salomons betrat und ihren Thron dort vorfand, noch bevor sie selbst ankam, erkannte sie die wahre Macht und Weisheit Salomons. Diese unerwartete und unmögliche Begegnung ihrer weltlichen Macht mit der göttlichen Kraft, die Salomon innehatte, öffnete ihr Herz und ihren Verstand für die Botschaft des wahren Glaubens. Ein weiteres Symbol, das untrennbar mit der Geschichte Salomons verbunden ist sein Ring. Ein Gegenstand, der nicht nur als Zeichen königlicher Autorität und Macht diente, sondern auch als ein Instrument, durch das viele seiner Wunder vollbracht wurden. Der Ring, der den Namen Gottes trug, symbolisierte die göttliche Legitimation Salomons als Herrscher und Prophet. Die Begegnung zwischen Königin Belkis und König Salomon bleibt eine inspirierende Geschichte über die Überwindung von Unterschieden durch Weisheit, Glauben und die Erkenntnis, dass es Kräfte gibt, die weit über unser Verständnis von Macht und Einfluss hinausgehen. Der Tod von König Salomon markiert nicht nur das Ende eines außerordentlichen Lebens, gefüllt mit göttlichen Wundern und unvorstellbarem Weisheit, sondern symbolisiert auch einen Wendepunkt, der das Ende einer Ära einläutete. Sein Tod ist umgeben von einem Schleier des Mysteriums, der bis heute Fragen aufwirft und zu vielerlei Interpretationen Anlass gibt. König Salomon,
dessen Leben und Wirken tief in den Heiligen Schriften verankert sind, wurde als eine Schlüsselfigur dargestellt, deren Handlungen und Entscheidungen eine tiefe spirituelle und historische Signifikanz aufweisen. Sein Vermächtnis und seine Taten sind ein integraler Bestandteil der religiösen Texte und Lehren, die Gläubigen auf der ganzen Welt Orientierung bieten. Eines der am meisten erzählten Mysterien um seinen Tod ist die Art und Weise, wie sein Ableben von seinen Untertanen, sowohl den Menschen als auch den Dschinn, die für ihn arbeiteten, unbemerkt blieb. Es wird gesagt, dass König Salomon bis zu den letzten Momenten seines Lebens auf seinem Thron saß, gestützt durch einen hölzernen Stab. Sein Tod wurde erst bekannt, als der Stab durch Termiten zerfressen wurde und zerbrach, sodass sein Körper zu Boden fiel. Diese Erzählung symbolisiert nicht nur den unvermeidlichen Lauf der Natur und das Ende alles Irdischen, sondern auch die Tatsache, dass selbst die Größten unter den Königen letztendlich dem Willen des Schöpfers unterliegen. Auch heute noch sind viele auf der Suche nach den Schätzen, die König Salomon hinterlassen haben soll, einschließlich seines legendären Rings, der ihm die Kontrolle über die Dschinn verlieh. Doch sein wahrhaftiges Erbe ist nicht in materiellem Reichtum zu finden, sondern in den Lehren und der Weisheit, die er der Menschheit hinterlassen hat. König Salomons Geschichte und die spirituellen Lehren, die sie vermittelt, bleiben ein leuchtendes Beispiel für Glauben, Weisheit und die Suche nach göttlicher Erleuchtung. Sein Leben, so erstaunlich und faszinierend es in den Heiligen Schriften dargestellt wird, erinnert uns daran, dass die wahren Schätze des Lebens in dem Streben nach Wissen, Verständnis und einem Leben im Einklang mit dem Schöpfer liegen. Danke, dass ihr uns auf dieser faszinierenden Reise durch das Leben von König Salomon begleitet habt. Vergesst nicht, unseren Kanal Mythenforscher zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, um keine unserer Erkundungen in die Welt der Mystik, Geschichte und spirituellen Weisheit zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und inspiriert.